Schönen guten Abend und herzlich willkommen zurück, Leute, zu Firewatch. Ich habe euch heute die Untertitel mal angemacht, denn das hatte ich auch wieder in den Kommentaren gelesen. Und wir sind gerade auf der Suche nach den Teenagern, die ja den Draht kaputt geschnitten haben. Ich werde mich jetzt trotzdem noch mal ein klein bisschen hier so fernab des Weges einmal umschauen. Wir gucken mal, wo wir gerade gelandet sind. Wenn ich mich jetzt finde, da oben sind wir. Und hier gibt es auch einen kleinen Weg. Da ist dann ein Supply Drop, wenn wir der Straße folgen. Wir schauen mal, ob wir die Teenager finden können. Es wurde auch nochmal gefragt, ob ich den Sound etwas lauter stellen kann. Das werde ich jetzt auch nochmal machen. Ich hoffe, das geht dann auch alles noch klar. 40, das müsste Maximum sein. Ich habe extra Voice und Sounds voll und Musik ein bisschen weiter runter. Das müsste aber klappen. Ich hoffe, das geht auch bei euch jetzt so klar. Und ja, jetzt suchen wir erstmal die Teenager, die hier unser Camp verwüstet haben, beziehungsweise hier so viel Mist gemacht haben. Das wollen wir ja natürlich eigentlich verhindern. Aber die haben da, meiner Meinung nach, sind die da ein bisschen zu weit gemacht, zu weit gegangen mit dem Go to Hell. Da hinten hängt ein Rucksack. Da haben wir einmal den Jonathan Lake, beziehungsweise den Fire Lookout, und auf der rechten Seite wäre es Thoroughfare und der Supply Drop. Da hängt ja wohl offensichtlich erstmal etwas, aber den Supply Drop, ich hole mir glaube ich erstmal kurz den Supply Drop, beziehungsweise wir schauen mal, ob das vielleicht die richtige Richtung ist, weil der Rucksack, der war meiner Meinung nach hier sehr, sehr offensichtlich. Schauen wir mal, ob das hier nicht vielleicht sogar der richtige Weg ist. Ich bin auch, wie gesagt, das hatte ich im letzten Part schon gesagt, ich glaube nicht, dass es die beiden Mädchen sind. Das wäre ziemlich krass, muss ich sagen. So, der Supply Drop, 60 Fuß von hier, und da wäre der Thoroughfare Lookout. Da würde ja jemand anderes arbeiten. So, da ist die Kiste. Mittlerweile eine grüne. Und auch die ist natürlich verschlossen. Mal sehen, ob es der typische Code ist für unsere Kisten hier. Ja, weil wir uns ja so viel Mühe geben. Und ja, das ist der typical Code. So, aber hier ist natürlich nichts mehr drin. Alles weg. Kann ich das irgendwie melden? Nein. Moss Peak, nichts, nix. Spruce, Two Forks. Okay, also keine Supplies mehr hier für uns. So, joggen wir jetzt mal zu dem Rucksack, weil wie gesagt, der Rucksack war sehr auffällig. Und schauen wir doch mal, was wir da drüben denn so finden. Es sieht, also grafisch finde ich das super, super schön. Ich mag diesen Grafikstil von dem Titel sehr. Sieht sehr in sich geschlossen aus und es funktioniert halt auch einfach. Und das ist sehr, sehr schön. So, erstmal hier über den Baumstamm balancieren, nicht runterfallen und dann gucken wir doch mal, was wir da haben. Erstmal schaue ich mich trotzdem kurz um. Nicht, dass mir irgendwas passiert. Ein Hanging Back. Versuchen wir mal dran zu kommen. Wunderbar. Brian Goodwings heißt der Gute. Was finden wir? Oh Gott, unser Bild ist auf einem der Fotos drauf. Well, I am flush with ropes now. Just found an old pack full of them, in decent condition too. Und I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? oh, The bag jetzt had bin ich the mal name Brian gespannt. Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Okay, das ist ein bisschen spooky, dieser Ryan Goodwin, den kennt man anscheinend. Nehmen wir mal, fragen wir mal, ob er ein Lookout war. Yeah, kinda, I guess. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. What, they couldn't handle your unique brand of charm? Mal einen kleinen Witz machen. Unsurprising. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a Photodome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored.
Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Okay, also wir haben trotzdem aber die Story so gelenkt, dass auch sie davon ausgeht, also uns glaubt, dass wir denken, sind die beiden Mädchen. Ich hatte ja auch die Möglichkeit gehabt, dass es wer anderes ist, also die Person, die da oben auf dem Berg stand. Und den Rucksack, der ist vielleicht von einem ehemaligen Lookout, also den Job, den wir auch gerade machen. Aber ich glaube nicht, dass sie uns da die Wahrheit gesagt hat. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir eigentlich da runterkommen, würde ich sagen. Oh, ich muss ein Foto machen. Deswegen ging es wohl nicht weiter. Was fotografieren wir denn Schönes? Sieht natürlich auch ziemlich schön aus, aber ich will... Oh! Steigt da hinten Rauch auf? I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire. You think it's them? I reckon so. Ich würde sagen, It nein. looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards 5 Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Okay. Hier lässt mich das Spiel aber einfach nicht runter. Habe ich einen falschen Weg genommen? Also, entschuldigt bitte hier ganz kurz den... Aber ich komme hier nicht weiter. Bin ich jetzt ganz verwirrt? Ich kletter mal wieder hoch. Aber wir haben ein Foto gemacht und mit dem Foto konnten wir ja das Feuer sehen. Ich glaube aber nicht, dass es die Person ist, die die Kabel kaputt geschnitten hat. Das wäre ja ziemlich blöd. So. Das hat mir jetzt absolut gar nichts gebracht. Weil eigentlich ist das doch die perfekte Ecke, um weiter runter zu gehen. Aber wie man gesehen hat, das ging ja nicht. Ich hoffe, ich habe mich da nicht irgendwie... Oh oh. Oh oh. Ich glaube, mein Charakter hängt gerade allgemein ein bisschen. Ich konnte mich jetzt gerade auf diesem Stein nicht bewegen. Aber wir klettern nochmal runter. Es muss hier weitergehen. Das ist eigentlich klar. Und das hier muss doch der Weg nach da unten sein. Es ist doch... Offensichtlicher geht's doch überhaupt nicht. Ja, dankeschön, Leute. Entschuldigt bitte. Ein weiterer Hook. Den habe ich übersehen. Obwohl, ich bin der Meinung, da hätte er auch so runtergehen können. So. Dafür machen wir ein Minütchen länger für den Fail hier, ne? So. Alles klar. Da hätten wir meiner Meinung nach auch so runtergekonnt. Und langsam wird es dunkel. Wir haben immer noch diesen Rucksack, der da komischerweise lag. Also auch das ziemlich strange. Aber... So, 1, 2, 3, 4. Und wir haben was Neues. Ein was? Eine Klaue? Someone found a fossil and put it in a cash box. Oh, really? Okay, a Claw. Alles klar. Ein Stein. Okay, und wir machen natürlich wieder unsere Notizen. So, dann haben wir... Nein, da ist noch was. Eine Note. Erstmal reporte ich die. Hey, who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know him that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Okay, also die beiden, die wir da haben, also das sind 2 Ranger gewesen. Der erste Brief, den wir wohl auch schon gefunden haben. Und die hinterlassen sich immer ein paar Notizen. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen Antworten to wir never mal get drauf. attached to anyone who would miss me, but I Aber know I'm a bit of an outlier. wir erzählen, dass wir noch I don't verheiratet mean that sind. the way it sounds. I mean, I care about people and I like companionship as much as the next person. But why does it have to come from the same person for your whole life? My Aunt Kathy was married to the same guy for 4 decades, and when he died, she found out he'd been having an affair with a real estate broker for 15 years.
Whereas my Aunt Judy traveled the world dating artists and musicians as she saw fit. Call me crazy, but I'd rather spend a week in bed with Sonny Bono than half a lifetime with some cheating stockbroker. I'm actually married. But you're here. Ja, sie erzählt uns da ihre Lebensgeschichte und wir haben ihr gesagt, dass wir verheiratet sind. Da hat sie sich natürlich gewundert, warum ich hier bin. Aber wir wollen ihr gerade noch nicht die Wahrheit erzählen. A little change. Yeah, Alright, well, we can just leave it at that. thanks. Wir haben ja mal gesagt, dass wir... Ja, ist trotzdem alles in Ordnung, aber nur mal ein bisschen frische Luft. Ich glaube, ich habe mich verlaufen, aber ich check nochmal eben die Karte. I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off Mist, his was ass ist and denn out to da? repair that wire. Ich müsste mich nochmal umschauen. Jetzt habe ich leider nicht verstanden, was sie gesagt hat, aber ich höre hier irgendwas rascheln. Excuse me, Flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Die ist nicht so nett. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful. Ach, die Gespräche zwischen den beiden. Okay. Bevor wir jetzt nochmal auf das Gespräch eingehen, glaube ich, dass jetzt gleich ein bisschen was passiert. Da haben wir unseren Nebel, den wir gerade hatten. Aber ihr habt auch hinter uns gehört, dass uns da, glaube ich, wer oder was verfolgt hat. Denn das Rascheln kam immer hinter uns. Erstmal jetzt hier runter. Ich habe Angst, dass irgendwie einer das Seil jetzt kaputt schneidet. Okay. Ach ja, die Brücke. I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Wow, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Ja, wieder mit kleinen Witzen verbunden. Eine natürliche Brücke wegen diesen Felsen hier. Ziemlich cool. Ich wollte jetzt hier nicht runterhüpfen. Das macht er gerade alleine übrigens. So, wir gehen jetzt wieder hoch. Also er jetzt die beiden ab... nach unten geht er beide gleichzeitig. Und nach oben muss man jeden einzeln gehen. So, aber... ist schon ziemlich cool, muss man sagen. Also, um über einen Canyon zu kommen. Zwischen zwei Felsen natürlich, weil da jetzt so eine kleine Gap zwischen. Was wieder ein bisschen gefährlich macht. Und deswegen auch der Evel Knievel Joke. Und schön, dass die beiden sich anscheinend so gut verstehen. Ich bin sehr gespannt, wo uns der Rauch wirklich hinbringt, weil es sind nicht dieselben Leute oder dieselbe Person. Wir wissen ja nicht mal, ob es jetzt einer, zwei sind, eine ganze Gruppe und warum da 5 Tonnen Bier lagen. Also es müsste eigentlich ein ganzer Partybus sein. So. Oh, ist das ein Weg nach oben? Nein. Nope. Okay, ein neues Schild. Ein neuer Ort. Es gibt wieder eine Abzweigung. Einmal geht's zum Fire Lookout und Jonathy Lake. Und das sind nur noch 500 Meter, also Fuß. Den Schokoriegel, den nehmen wir wieder. Warum nicht? Noch eine Note. Hey man, guy, couldn't take it. Okay, wer hat Sachen in die Box getragen? Dann den Schokoriegel. Okay. Ich hätte ihn, glaube ich, auch lesen können, habe ich gerade gesehen. Also, dass er was dazu sagt. Werde ich bei den nächsten Briefen mal machen. Also, es ging wieder... Oh, jetzt muss ich mal auf die Karte schauen. Es ging wieder um die beiden. Ach, das sind diese Seildinge, alles klar. Und... Okay, das sind 3 Wege, die alle am Ende zur selben Ecke führen. Nehmen wir einfach mal diesen, weil der geht direkt auf den Rauch Just so you zu. know, I didn't mean to
overstepped my bounds earlier when you brought up your wife. Okay, sie will wieder reden. I know you didn't. You were just Aber wir sind nett. making conversation. I appreciate it. So, tell me about her, if you want. Jetzt sagen wir mal die Wahrheit. Also wir sagen, She's dass sie actually krank very ist. sick. I shouldn't be here. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Wir sagen mal, was wir hier sehen. I'm back at the shale slide. You know, the one that nearly killed me yesterday. You ready to give it another shot? Do I seriously have to? To get down to 5 Mile Creek? Yeah, afraid so. It's quite a ways downhill from here. Ja, hier sind wir ja runtergerutscht. Und, bisschen Schiss hat er. Aber trotzdem, auf ein neues. Wenn die Seile da hängen bleiben würden, könnten andere Leute die nutzen, wenn sie möchten. Aber irgendeiner klaut die immer. Okay. Wir nähern uns wieder dem See. Hier könnten wir auch runtergehen. Ist das der richtige... Oh, jetzt müssen wir mal auf die Map gucken. Hier unten sind wir. Campfire Smoke sehen wir auch. Das heißt, sehr wahrscheinlich muss ich wieder runter. Denn sonst komme ich zum Jonathan Lake. Also gehen wir auch hier nochmal runter. Ich bin irgendwie nicht mehr der Meinung, dass das nur ein Campfire ist. So, wir nähern uns unserem Ziel. Hinter diesem Hügel müsste das sein. Also wenn ich gleich rechts abbiege, müsste ich sehen. Es wird auch langsam dunkel. Was nicht unbedingt vorteilhaft ist. Und ja, irgendwie müsste man doch auch Angst haben, also so blöd es klingt, aber angegriffen zu werden. Die haben die Drähte, also die Leitung kaputt gemacht. Sind vielleicht ein bisschen sauer. Also ich weiß nicht, ob ich so unbedingt happy wäre, diesen Job da jetzt machen zu können, ohne mich irgendwie wehren zu können. Zack, zack. So, wir werden wieder einen neuen Brief finden. Diesmal gucke ich... Oh, nee, wir finden was anderes. Erstmal werfe ich wieder die Scheiße, die man mir hier immer reinlegt, raus. Ja, das finde ich eine Frechheit. So, wie viel ist denn da drin? So, schade, ich kann die Logs nicht anheben. Erstmal notieren wir wieder. Und dann, ihr seht ja schon eine vermisste Person. Das nehmen wir doch mal. Und jetzt callen wir das erstmal. Ne, wir gucken erstmal kurz drauf. Mitch Michaels, 31 Jahre alt, wird vermisst. Und man hat ihn am Jonathan Lake das letzte Mal gesehen, am 3. Juli 1981. Man hat sogar sein Auto, was er da hat. Okay, das callen wir erstmal. How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. Sie verheimlicht uns irgendwas. You really didn't like that guy, did you? I don't know. I just had a hard time talking to him. I mean, there are lookouts who seriously won't shut up, who call me about every little thing that pops into their head. And then there are those who just want to be left alone. He was the latter. And I'm the former, aren't I? Well, I didn't want to say anything. No, it's fine. I'll just chuck my walkie-talkie into the river, Oh, come on. and you'll never hear from me again. Finally, peace and quiet. Woohoo! Okay, okay. So, was ist erstmal ein PTSD? So, Isn't your radio supposed to be in the river? I couldn't bring myself to do it. Well, I guess I'm stuck with you then. Yeah. Hey, so, did you mention something about Ned Goodwin having PTSD? That doesn't sound good. Yeah, I don't know.
He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Damn. And you got to know Brian a little bit? Yeah, I talked to him way more than I talked to Ned, that's for sure. How was he at, spotting fires? Better than you. He actually liked to stay in the tower. So, nehmen wir diesen Brief erstmal mit. Und hier haben wir noch was. So, wir nähern uns ja jetzt langsam der Auflösung des kleinen Falls. Also dieses kleinen Falls. Und wenn euch das ganze Projekt gefällt, dann schaut doch im ersten Video vorbei und bewertet das Projekt. Ihr könnt mir auch da gerne Fragen stellen. Ansonsten lasst die Playlist laufen, habt einen schönen Abend und bis morgen.